Wir sind alle verschieden. Wir unterscheiden uns in Größe, Gewicht, Körperform oder Fußproportionen. Im Verlauf unseres Lebens verändern wir uns aufgrund von Ereignissen wie Traumata oder Gelenkerkrankungen, die sich erheblich auf unseren Bewegungsapparat auswirken können. Die moderne Medizin ist in der Lage, die meisten dieser Auswirkungen an Zähnen, Extremitäten oder sogar Bandscheiben der Wirbelsäule mit hochwertigen Implantaten zu behandeln. Obwohl Standardimplantate weit verbreitet sind, stellt sich immer noch die Hauptfrage: Wenn unsere Anatomie so einzigartig ist, sind Standardlösungen wirklich die besten für uns? Der Hauptvorteil personalisierter Implantate im Vergleich zu Standardimplantaten ist das patientenspezifische Design, das das Implantat an den Knochen anpasst und nicht umgekehrt. Die Verwendung eines personalisierten Implantats ermöglicht eine vollständige biomechanische Harmonisierung des ersetzten Gelenks, nicht nur lokal, sondern auch in Bezug auf benachbarte Gelenke. Diese spezifischen Vorteile ermöglichen eine geringere chirurgische Invasivität, kürzere Operationsdauer, schnellere Heilungszeiten, eine Verringerung des Infektionsrisikos, Minimierung der Wahrscheinlichkeit einer Verlagerung der Gelenke und wiederholter Operationen. Dies beschleunigt den Heilungsprozess des Patienten und verbessert seine Lebensqualität, indem die Nebenwirkungen der Behandlung verringert oder beseitigt werden. 3D-gedruckte personalisierte Maßimplantate werden erst seit 10 Jahren in der klinischen Praxis eingesetzt. Obwohl noch nicht genügend klinische Daten zur Effizienz ihrer Verwendung vorhanden sind, gehen die oben genannten Vorteile jedoch von einer längeren Lebensdauer aus. Trotz aller Vorteile werden personalisierte Implantate derzeit im Vergleich zu Standardimplantaten noch selten verwendet. Dies ist hauptsächlich auf die hohen Preise, lange Lieferfristen, auf standardisierte chirurgische Techniken sowie auf die langjährigen Beziehungen zwischen Chirurgen und Herstellern von Standardimplantaten zurückzuführen. Obwohl personalisierte Implantate viel teurer sind, ist zu beachten, dass der Preis eines Implantats nur eine Komponente der Behandlungskosten darstellt. Ich bin fest überzeugt, dass die potenzielle Anwendung personalisierter Implantate über onkologische und andere seltene klinische Fälle hinaus erweitert werden sollte. Personalisierte Implantate sollten auch immer dann verwendet werden, wenn dies zu besseren Behandlungsergebnissen führt, eine vollständige Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit gewährleistet und die insgesamt anfallenden Behandlungskosten verringert werden. Ich bin sicher, wenn die Preise der personalisierten Implantate im Verhältnis zum Gesamtbehandlungsaufwand niedriger wären, würde sie sich auf lange Sicht als wirtschaftlicher erweisen als die Verwendung von Standardimplantaten. Im Zuge dieser Vision, die die bestehende klinische Praxis und das Funktionieren des gesamten Marktes der Implantate grundlegend verändern würde, hat die Europäische Kommission dem litauischen Unternehmen Ortho Baltic im Rahmen des Programms Horizont 2020 für kleine und mittlere Unternehmen mehr als 1,5 Millionen Euro zugewiesen. Dank dieser Unterstützung kann Ortho Baltic Technologien entwickeln, die ein effektives Prozessmanagement für Design, Herstellung und Validierung von Implantaten ermöglichen. Bereits heute bietet das Unternehmen personalisierte Implantate zu einem günstigeren Preis als modulare Standardimplantate mit einer Lieferzeit von 4 Wochen an. Durch den Übergang zur Massenproduktion mit mindestens 3000 personalisierten Implantaten pro Jahr könnte ihr Preis um die Hälfte verringert und die Lieferzeit auf 2 Wochen verkürzt werden. Die hohe Qualität des Produkts zu einem angemessenen Preis und kurze Lieferzeiten reichen noch nicht aus, um die Tür für chirurgische Operationen für personalisierte Implantate zu öffnen. Um Chirurgen zu ermutigen, personalisierte Implantate in größerem Umfang in der klinischen Praxis einzusetzen, müssen wir ihnen eine komfortable, präoperative Planungssoftware anbieten, mit der sie die Anforderungen an die individuelle Implantationskonstruktion für die Behandlung eines bestimmten Patienten und seiner klinischen Pathologie visualisieren können. Dadurch wird das Durchwursteln und Vorliebnehmen mit den vorhandenen Standardlösungen ein Ende nehmen. Der Prozess der Erstellung eines personalisierten Implantats beginnt mit der Bestellung. Der Chirurg stellt eine Verbindung zur MICE-Plattform Medical Implants Customization Engine für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen dem Arzt und dem Hersteller her, registriert die Bestellung und lädt radiologische Patientenbilder in das MICE-System hoch.
Nachdem der Arzt das aus diesen Bildern rekonstruierte anatomische 3D-Modell des Patienten erhalten hat, legt er die Anforderungen für das Design und die Zusammenstellung des maßgeschneiderten Implantats im virtuellen Raum fest. Der Chirurg markiert die geplanten Knochenschnitte im 3D-Modell, gibt an, wie er das Implantat positionieren, am Knochen befestigen und wie viele Bohrschablonen er haben will, um den Knochenschnitt, den Schraubenwinkel und die Gewindetiefe zu bestimmen. Über das virtuelle Mais-System stellt der Chirurg dem Hersteller auch patientenspezifische Informationen zur Verfügung, wie zum Beispiel Spezifikationen für Antibiotika und deren Dosierungseinheiten. Infektionsprävention ist einer der wichtigsten Aspekte der Personalisierung des Implantats. Bei der Erstellung eines personalisierten Implantats folgt der Designer den Anforderungen des Chirurgen und dem anatomischen 3D-Modell des Patienten, das aus radiologischen Bildern erstellt wurde. Das entworfene Implantat wird mit einer speziellen BEM-Software, Finite Element Methode, getestet, um seine Festigkeitseigenschaften zu bestimmen und zu beurteilen, ob das Implantatsdesign und seine Interaktion mit dem anatomischen 3D-Modell des Patienten den ISO- und ASTM-Standards entsprechen. Wenn es die BEM-Tests erfolgreich bestanden hat, muss der Chirurg überprüfen, ob das Implantat und die während der Operation benötigten chirurgischen Führungen, Befestigungsschrauben und chirurgischen Instrumente den Anforderungen an das virtuelle anatomische 3D-Modell des Patienten und dem Operationsplan entsprechen. Diese Überprüfung wird im virtuellen 3D-Raum durchgeführt, in dem die präoperative Planung mit dem Mais-Programm simuliert wird. Wenn der Chirurg keine Bemerkungen hat, genehmigt er das Design und übernimmt gleichzeitig die volle Verantwortung für seine Anpassung. Der Hersteller trägt dabei die Verantwortung für die Herstellung und Design des Implantats und der Implantatskonstruktion. Um die Technologieplattform für die Produktion personalisierter Implantate zu verwalten, haben wir die Software MC Dynamics für ein Ressourcenplanungs- und Automatisationsmanagement auf Echtzeit entwickelt, das auf Lean TOC-Management-Systemen basiert. Dieses System verwaltet die gesamte Lieferkette, von der Erteilung über die Aufgabe der Aufträge über Mais-Software bis hin zur Optimierung der Herstellung, der Qualitätskontrolle, der Verpackung, der Sterilisation und der Lieferung und Ressourcennutzung. Anders als bei der Herstellung von Einzel-, Manufaktur- und personalisierter Implantate, bei denen das Qualitätsmanagement in der Produktdesign-, Produktions- und Validierungskette ausschließlich von Menschen durchgeführt wird, bietet MC Dynamics zusätzlich eine programmatische Kontrolle der von Mitarbeitern durchgeführten Qualitätsmanagement-Aktivitäten. Personalisierte Implantate und deren Einzelkomponenten werden aus medizinischem Titan, Kobaltchrom, verschiedenen Keramikarten und Polyamiden hergestellt. Am häufigsten werden Metall-Lasersinter und Elektronenstrahlschmelztechnologien verwendet. Während des Schmelzens von Titanpulver entstehen im Metall hohe Spannungen. Deshalb werden vor dem Drucken des Implantats zusätzliche Stützen entwickelt, um zu verhindern, dass sich das Implantat beim 3D-Druck verformt. Personalisierte Bohrschablonen werden aus biokompatiblen Polyamidmaterialien unter Verwendung der selektiven Laserschmelztechnologie gedruckt. Das ist einfacher und erfordert keine zusätzlichen Stützen. Durch die Segmentierung virtueller 3D-Objektquerschnitte schmilzt der 3D-Drucker auf deren Grundlage auf die Druckplattform selektiv eine automatisch gleichmäßig verteilte Pulverschicht. Die Druckplattform wird dann eine Schicht tiefer abgesenkt und eine neue Pulverschicht wird aufgetragen. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis eine vollständig gedruckte Bohrschablone entsteht. Nach dem Druck der Implantate werden zunächst die inneren Spannungen in den Metallen durch Glühen beseitigt, die beim 3D-Druck entstanden sind. Danach werden die Stützen entfernt. Abhängig von der verwendeten 3D-Drucktechnologie folgt eine längere oder kürzere Oberflächenbehandlung. Die Oberflächen werden mit Sandstrahlen und vibrierendem Trichter bearbeitet, gefräst und mit Ultraschall sowie Hochdruckwasserstrahl gereinigt und poliert. Um die Kontaktfläche zwischen Implantat und Knochen zu vergrößern und die Osteointegration zu verbessern, werden die polierten Implantate nach Anweisung des Chirurgen zusätzlich sandgestrahlt, anodisiert oder mit verschiedenen Hybridbeschichtungen bedeckt. Das Qualitätsverfahren für personalisierte Implantate ist während des gesamten Design- und Herstellungsprozesses implementiert. Der
Der letzte und wichtigste Schritt ist die abschließende Qualitätskontrolle. Das Implantat wird mit einem industriellen Computertomographen gescannt, um seine innere Struktur sowie die Übereinstimmung mit dem virtuellen 3D-Modell zu überprüfen. Die Oberflächenrauheit des Implantats wird dabei nochmals gemessen und eine spektroskopische Analyse durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Herstellungsprozesses nicht mit anderen Materialien kontaminiert wurde. Wenn die Prüfung bestanden ist, geht das fertige Implantat zusammen mit dem mitgelieferten Zubehör in einen Reinigungsbereich, wo es gewaschen, verpackt und sterilisiert wird. Das maßgeschneiderte und personalisierte Implantat ist somit bereit für eine Lieferung in den Operationssaal. Wenn heute noch jemand Zweifel hat, ob personalisierte Implantate für einen Patienten so sicher seien wie Standardimplantate, kann ich Ihnen versichern, dass sie weitaus sicherer sind. Durch die Personalisierung des Implantats während des Behandlungsprozesses können sich die Chirurgen auf die präoperative Vorbereitung konzentrieren und die Planung während der Operation vermeiden. Dies ermöglicht die Antizipation potenzieller Risiken und Komplikationen. Zusätzlich sind nicht nur der Chirurg, sondern auch der klinische Ingenieur und der Implantatsdesigner in den präoperativen Vorbereitungsprozess involviert. Die Prozesse der Implantatherstellung, des Qualitätsmanagements und der abschließenden Qualitätskontrolle entsprechen dem, was heute als vierte industrielle Revolution bezeichnet wird. Beim Entwurf eines personalisierten Implantats haben wir eine reale Person mit seiner Behinderung vor Augen und versuchen ihr zu helfen. Der Erfolg der Operation mit unseren Implantaten ist uns immer ein Anliegen. Wir begrüßen daher das Feedback des Chirurgen und insbesondere des Patienten. Der Übergang zur personalisierten Medizin ist bereits im Gange. Und das nicht nur wegen der sich ändernden Trends im Gesundheitswesen, sondern auch wegen sich ändernder Versicherungsmodelle. Man geht allmählich von der Zahlung für die bereitgestellte Behandlung über zur Zahlung der Behandlungsergebnisse. Personalisierte Medizin verbessert nicht nur die Lebensqualität, sondern trägt auch zu einem nachhaltigeren Gesundheitssystem in den EU-Ländern bei. Sie verändert die Bereitstellung von medizinischen Dienstleistungen, Arzneimitteln und Medizinprodukten und sichert damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas in den Biowissenschaften. Personalisierte Implantate sind die Pioniere dieser neuen Generation medizinischer Produkte.